useless. Moin Moin und herzlich willkommen bei Frisbee Gaming. In der heutigen Folge wollen wir uns mal wieder mit dem Canyon beschäftigen. Explizit werden wir uns heute die Kombination Alexander mit Sun Tzu anschauen. Hierbei werden wir belichten, warum sind diese Kommandanten nicht so schlecht hier und warum werden sie relativ häufig gespielt. So, ich habe in meiner neuen Aufstellung auch einen Alexander mit Sun Tzu. Warum ist dem so? Ich habe meinen Richard mit Charles gepaart, wollte aber trotzdem 3 Frontline-Märsche haben, die relativ tanky sind. Des Weiteren darf man nicht vergessen, wie stark Alexander eigentlich als Kommandant ist. Gerade auf diesem begrenzten Spielfeld hat er durch seine Expertise einen enormen Einfluss auf euren Schadensoutput. Zudem supportet er durch das Schild das schwächste Mitglied eures Sunset Canyon Teams, um länger durchzuhalten. Durch seinen Random Nuke-Faktor macht er doch auch eine Menge Nuke-Schaden an den Gegner. Mit Sun Tzu dahinter wird seine aktive Fähigkeit noch häufiger angewendet, wie sein Schild auch. Und zudem macht Sun Tzu ihn auch gleichzeitig noch tankier mit seiner Fähigkeit, die den Schaden reduziert. Wie könnt ihr ihn nun einsetzen und was ist der Sinn dahinter, einen nicht so tanky Marsch in seine Frontline zu stellen? Wenn ihr Alexander bei euch mit nach vorne hinstellt, dann solltet ihr euch immer gewiss sein, dass dieser Kommandant nicht so viel aushält wie beispielsweise ein Richard. Das heißt, ihr seid darauf angewiesen, dass ihr dort mehr Schaden macht als der Gegner und dabei solltet ihr darauf achten, dass ihr wirklich einen kleinen Murderball hier aufbaut. Ich persönlich spiele das genau so, wie ich das hier spiele. Ich habe meinen Konstantin in der Mitte stehen, damit er die Buffs verteilt. Mein Alexander und Guan sind 2 Infanteriemärsche oben, die beide etwas AOE-Schaden mit sich bringen. Ich habe Sun Tzu hier hinter, der AOE-Schaden mit sich bringt. Dahinter habe ich Guan Yu, in dem Fall hier mit Theodora. Der Vorteil ist, wenn ich hier hinter einen starken Nuke habe, dann habe ich auf dieser Lane zwar nicht so viel Tankiness, das heißt, der Marsch hält nicht so lang durch, aber durch diese beiden Märsche in Kombination mache ich sehr, sehr viel Schaden auf die Targets, die er mir oben hinstellt. Der Vorteil ist, wenn ich hier natürlich mit meinem ganzen AOE, Alexander, Guan Yu, Esselflat, die Märsche schon runternuke und er nichts Starkes gegen meinen Richard mit Charles hinstellt, wird es am Ende so sein, dass seine fast kaputten Märsche gegen meinen Richard antreten, der noch relativ voll geheilt sein wird, da hier unten steht. Also, wenn ihr mal etwas andere Taktiken spielen wollt im Canyon und sagt, okay, ich möchte nicht alles nur auf Tanky bauen, ich möchte auch mal ein bisschen was ausprobieren. Alexander mit Sun Tzu ist eine gute Alternative, um Schaden mit Tankiness in einer guten Aufstellung zu verbinden. Solltet ihr noch Fragen zu diesem Pairing haben oder eine andere Vorstellung haben, schreibt das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.